plötzlich fällt der Strom aus. Während einer Autopsie. Ein ungünstiger Zeitpunkt. Oh ja. Aber ich meine auf jeden Fall... Ich meine auf jeden Fall... Oh! Hey Horrorfreaks und herzlich willkommen zu der Demo von Autopsy Simulator. So, jetzt habe ich's. Das hier ist der Anfang von wahrscheinlich was ganz Großem. Denn so ein Spiel mit so einem Konzept gab es noch nie. Und ich persönlich freue mich sehr, dieses Spiel jetzt mit euch zusammen zu spielen, denn ich glaube, es wird ziemlich gut. Ich bin sehr gespannt und wenn dieses Spiel irgendwann keine Demo mehr ist, sondern ein richtiges Game, wenn der Release rauskommt und dieses Spiel wirklich so geil ist, wie es das verspricht, dann freut euch schon demnächst auf eine neue Reihe. So, dieses Spiel könnt ihr kostenlos bei Steam natürlich als Demo spielen. Geht circa eine halbe Stunde oder vielleicht ein bisschen länger. Deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und, ja, ich freue mich. No, do not call me anymore. It's none of my business. Das fängt doch schon mal gut an. Okay, How am I supposed to record a lecture for the students now? Feeling completely broken. Okay. Alles klar. Okay, wir sind wohl jetzt gerade in unserem Büro. Was haben wir denn hier? Was können wir uns denn hier alles... Shit. It's only Thursday. Was können wir hier alles machen? Oh, hier haben wir den guten Whisky. Das soll, glaube ich, Jack Daniels sein. Boah, was haben wir hier alles? Wir haben hier eine Tasse. Und die sieht benutzt aus. Das finde ich richtig gut. Also grafisch gesehen schon mal echt top. Hier haben wir eine Lampe. Die können wir aus- und anmachen. Dieses so ein komisches Kugelspiel. Wir haben hier ziemlich viel. Ein Ticket oder so. Natürlich Zigaretten, die dürfen in keinem Spiel fehlen. Die guten Zigaretten. Dann haben wir einen Fernseher. Stephen. Since Alice died, Stephen is the only person I trust. Der wohl nie funktioniert. Oh, I'm gonna go nuts if I don't take my pills. Oh, okay, wir müssen wir müssen Pillen suchen. Oh, das sieht schon ziemlich geil aus, Alter. Okay. Was ist hier? Fuck. Where are my meds? Da, oder? Ja, das sind die Pillen. Boah. Du kannst sie schlucken, ohne Wasser zu trinken? Geil. Wir können auf jeden Fall mit sehr viel hier interacten. Und noch besser ist einfach... Können wir jetzt auch nur abspülen? Nee, wir können nur auf und zu machen. Boah, finde ich richtig cool. Ohne Scheiß. Finde ich sehr nice. Also, Animation ist schon übelst gut. Oh Gott, das ist... bis jetzt mega. Was müssen wir machen? Alright. Now I can go get the camera. Okay. Muss mal gucken, wo der ist. It's locked. This is not the time for a smoke break. Okay. Es ist nicht die Zeit für eine Raucherpause. Oh, this place is starting to look like a garbage dump. Oh, okay, wir müssen storage room. die Kamera holen. Well, I hope I won't forget to press the record button this time. Okay. Jetzt? Okay, jetzt wird's entscheidend. Jetzt müssen wir zu diesem Let's move on Autopsieraum straight gehen. to our deceased. Und das ist der hier, glaube ich. Ja. Und da liegt I'm schon wondering how jemand. the new tripod is going to work. Oh. Oh Gott, creepy. Hallo? Ich will es wieder anmachen. Danke. Okay. Stellen wir die Kamera hier ab. Und... Just frame it properly and...
Oh, this should be fine. So, positioniert November haben wir. 21st, 1991. Time, 8:43 p.m. Recording for medical students from the University of Missouri. The autopsy is conducted by Jack Hammond. Ladies and gentlemen, it is always worth having a look at the files before conducting the autopsy. That is where we can find all kinds of clues to what could have potentially happened to the deceased. Okay. Okay. Wo haben wir die denn hier? Ist hier, ne? Well, who do we have here today? Okay. Ich glaube, wir haben jetzt hier die Akte von unserem toten Patienten, die wir uns anschauen Found on können. the outskirts of a parking lot near a gas station, where he often begged and insistently offered to clean the windows of cars that were leaving the station. The body was found in a dry field drain. A frequent cause of traumatic deaths among the elderly is the various types of accidents, including traffic accidents or falling down the stairs. The body was spotted by a station worker during the morning shift. At first, he thought that someone had thrown rain boots and a coat in a nearby ditch. It took him a moment to recognize a human body laying on its back. Signs of libation could be found around the dead body. Empty bottles, traces of an inept attempt to start a fire, and a scattered makeshift blanket. Okay. Also zusammengefasst wurde der Körper dieses Mannes in der Nähe oder hier ungefähr bei dieser Tankstelle gefunden von einem Mitarbeiter in der Frühschicht. The deceased is locally known as Old Toby, homeless and unemployed for at least a couple years. He had gotten into fights and had been bullied by the problematic youth of the town. He was that type of a man who never kept up alcohol, which caused him to be homeless. As a young man working in a suburban coal mine most of his life, he already abused alcohol, and as the time went by, he'd fall into addiction more. Oh, that's interesting. Although alcohol poisoning as a sole cause of death among the elderly people is relatively rare, different levels of alcohol poisoning happen among 1 in 4 deaths of elderly people, which may suggest that alcohol abuse is a significant issue in this age group. What is important to note, even though alcohol poisoning does not cause death, it does increase the risk of accidents and their following injuries. The body was found at 7 o'clock by Sheriff Matthew Thompson. White male, 76 kilograms, 5'8", age unknown. The deceased is a local homeless man named Toby Chambers. His son runs a hardware store. His wife ran away years ago. Local police have talked to residents, so we know more about the deceased. For example, that he loved drinking, and by no means was abstinent. Such clues can direct us to things that are worth keeping in mind during the autopsy. Mention the rookie mistakes. Oh yeah, that's right. That's my warrant to sensify you for a few issues. First, due to the fact that in the process of revealing and securing forensic traces, interference that changes the primary condition, then the body needs to be placed on its back on the autopsy table. The pathomorphologist stands on the left-hand side of the body. Third, very rarely but still, the cause of death remains unknown if all the tests come out negative. That's the so-called white autopsy. Now remember that it can also happen. Okay. Ich glaube, das haben wir schon. Parking lot near a gas station, where he often begged and ja, alles klar, haben wir schon. So, haben wir uns alles durchgelesen? The damn gloves. So, was müssen wir jetzt tun? Okay. Wir müssen irgendwo Handschuhe finden. Wo haben wir denn welche? Hier irgendwo? Sind die überhaupt hier in dem Raum? Müssten ja theoretisch, ne? Oh, Donuts! Können wir einen essen? Nein? Schade. Handschuhe. Wo haben wir die Handschuhe? Ah. Now we can get to work. We're going to need the camera. It should be here somewhere. Kamera ist doch hier, oder nicht? Ja, bin ich blöd? Okay, die Kamera ist, glaube ich, nicht gemeint. Must have left it in one of the drawers. Okay. Oh, das ist creepy. Zu wissen, dass sich hier hinter vielleicht Leiche befindet. Okay. Dann gucken wir, wo sich die Kamera befindet. Die muss ja hier irgendwo... Können wir Radio hören? No music today. Schade. I don't want it to jam me. Schade. Okay, dann nicht. Du bist langweilig, weißt du das, Bro? Oh! Gefunden.
Okay. Let's follow the procedure and prepare. Before we start searching for traces on the deceased's body, we need to take a basic photo that goes in the files. Mhm. Dann machen wir das. Before we start searching for traces on the deceased's body, we need to take a Okay. Wie machen wir das jetzt? Also, wir müssen ja die Kamera irgendwie... Wie blöd? Ach so, ja, gut, wir müssen F drücken. Sorry. Von was müssen wir denn Fotos machen? Von den Füßen? Boah, das ist so krass, wie detailliert das Spiel einfach ist. Tut mir leid, aber können wir uns einmal kurz wie krass sieht das bitte aus? Also, richtig, richtig cool. Muss ich sagen. Ich muss jetzt nur gucken, wie. Okay, wir müssen gucken, wie das von der Einstellung her am besten passt. Moment. Oder von der anderen Seite? Ah. Okay. Wir kriegen das schon. Oder nicht? Okay, Moment. Okay, wir müssen irgendwas am Körper finden, was wir fotografieren müssen, glaube ich. Schwieriger als gedacht. Weiß nicht. Ich stelle mich mal hier hin. Aber irgendwie wird das gerade nix. Also... Nee, der will nicht. Der will nicht. Jetzt funktioniert's. So. Voila! Now we move on to the next step. Trace search. Okay. We're going to need better zoom here. More, and that's perfect. Boah, ich bin ein richtiger Meister hier, ey. Krass. Was gibt's noch? Den Pimmel? Okay, nein. Das haben wir jetzt fotografiert. Das haben wir fotografiert. Ah, was? Well, you don't have to stand close to be able to smell a strong odor of alcohol and other discharges. There's nothing left to say. Old Toby didn't spare himself. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Bilder. Vielleicht vom Fuß hier, der sieht sehr lecker aus. People affected by homelessness most often die from accidents, alcohol abuse, or they freeze to death. Unfortunately, both suicide and homicide are also quite common. Okay, halten wir fest, das ist ja einer, der gefunden wurde, der war Alkoholiker, ist überall rumgehaust und so, also ich stelle mir das nicht lecker vor gerade. While taking the photos, some entries that could be potentially lethal caught my attention. Let's take a closer look using the magnifying glass. Dann müssen wir jetzt die Autopsie beginnen. Ich bin gespannt, ich freue mich. So. Müssen wir... Was müssen wir jetzt machen? Okay, das müssen wir jetzt nehmen. Mit was fangen wir an? Mit den Händen? There are frostbite marks all over the deceased's body. Although they are most visible on the tips of his fingers, they can be recognized by the very specific color of the skin. However, the hands tell us much more. Interessant. Denn ich muss euch ganz kurz sagen, das habe ich auch schon oft in einem Video erzählt, dass ich ja momentan noch an einer Schule arbeite, als Sozialarbeiter. Aber mein Ziel ist es, irgendwann tatsächlich als Bestatter zu arbeiten oder halt in der Autopsie. Und deswegen ist das halt schon gerade ziemlich cool.
I Für assume mich. Toby must have worn uncomfortable and dinky shoes for quite a while. However, such wounds have nothing to do with his death. Und was ich auch noch sagen muss ist, wofür brauche ich eine Ausbildung, wenn ich das hier machen kann? That hadn't healed properly. It must have been some kind of burn or other injury. Nevertheless, it has nothing to do with the potential cause of death. Okay, also das am Fuß, diese Wunden, die haben nichts mit seinem Tod zu tun. Diese Narbe hier anscheinend auch nicht. Was denn? Was jetzt? Haben wir schon? Der Penis? Nein, noch nicht. Was müssen wir noch untersuchen? That's something interesting. Oh. While making photographic documentation, ecchymosis can be seen on the deceased man's head. The appearance indicates the intravital nature of the wound. We'll come back later to see if everything is all right with the brain. What do we have here? Genau, wir notieren jetzt alles, also was wir gerade beobachtet haben. Okay. Nächste. Nee. Wo haben wir das Ding denn? Oh. It must have been some kind of burn or other injury. Nevertheless, it has nothing to do with the potential cause of death. Okay, und das hatten wir gerade schon gehabt. He could be freezing to death. Das kann gut sein. Das habe ich mir nämlich gerade auch schon gedacht. Aufgrund von seinen oder ich sag jetzt mal Händen, die ja an den Fingerspitzen schon sehr krass untergekühlt aussehen. By the look of his feet, I assume Toby must have worn uncomfortable and dinky shoes for quite a while. However, such wounds have nothing to do with his death. Was ich mir auch schon gedacht habe, ist, was der am Kopf hat, dass er vielleicht eine drauf bekommen hat, weil er da eine Delle hat oder eine Beule. The condition of the head tells us it could have been a fatal accident. Yeah, the odor can be the result of alcohol intoxication. Müffelt. At this point, that's all I can do, but now let's check the level of muscle tension. This will allow us to establish time of death. Let's raise the deceased's hand. Da bin ich gespannt. That's too high. Das macht Spaß. That's too high. Was? And then let go. The stronger the rigor mortis gets, the greater the resistance. But let's grab a scalpel. Oh. Jetzt wird's krass. Okay, müssen wir ihn jetzt You can aufschneiden? boldly cut with the scalpel. Oh fuck, It no. won't hurt him no more. We always start with the neck and move down towards the symphysis pubis. The incision should be deep. Oh fuck. Wir müssen ihn jetzt aufschneiden. Next, we separate the skin and prepare to remove the ribs. Okay. Oh Gott, ist das schlimm. Okay, Moment. Habe ich ihn überhaupt richtig aufgeritzt? Okay, anscheinend ja. So, jetzt müssen wir diese Hand nehmen. Also unsere Hand. Nee, warte mal, wie müssen wir das... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Uff. Auf zu. Okay, reicht. Oh ja. The adipose tissue has an intense yellow hue. As you probably already guessed, we're going to need the scissors. Oh, bitte, ey. Wo haben wir die denn hier? Oh no. Oh Gott.
Das wird ein sehr unangenehmes Geräusch. After removing both cartilage and bone tissues, we are actually interested in two things that you can see at the very first glance. Oh God. The lack of organ congestion means that, although the deceased was cold, hypothermia wasn't the cause of death. Oh Gott, mir ist schlecht. Also Real Talk, das ist echt... Oh Gott. Ich komme gerade an meine Grenzen. So, jetzt müssen wir das hier untersuchen. Irgendwie. Ja, geh mal wieder da rein. Alles cool, Bro. Oh Gott. Es ist so krass animiert. Es ist wirklich sehr ekelhaft. Das ist so hart gut animiert. Okay. Oh, boah, jetzt bin ich schon wieder auf zurückgegangen. Okay. We can eliminate freezing as the cause of death. Okay. Machen wir. Okay, das müssen wir uns jetzt, glaube ich... Müssen wir uns das so angucken? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was wir jetzt genau machen müssen. Oder? Er sagt nichts. Warum sagt er nichts? Okay, nehmen wir erstmal vielleicht... Müssen wir wieder die Hand nehmen? Keine Ahnung. The deceased smoked like a chimney. Let's take a closer look. We see widespread black and tarry deposits caused by smoking cigarettes. Despite the tragic condition of the lungs, they are not the cause of death. Liebe Kinder, deswegen sage ich, nicht rauchen. Ganz wichtig, nicht rauchen. Okay. Now we need to go grab the syringe. Syringe, machen wir. At this point, we need to test the level of blood alcohol concentration of the deceased. Okay. We move on to collecting blood from the heart. 5 milliliters from the left ventricle should do it. Haben wir noch gemacht, oder? Oder müssen wir es noch irgendwo machen? Ah, hier. Now, we prick the bladder and draw about 10 milliliters of fluid. Boah, ist das... Ist hart. Das ist sehr hart. Oder noch? Bin ich blöd? Ach, der Kopf! Klar! We also collect the fluid from the deceased to determine the level of alcohol concentration in the vitreous humor. Keep in mind that you have to set the right time and speed on both knobs before running the centrifuge. Our samples may break into pieces due to the centrifugal force if we set up the wrong coordinates. I myself am terrible with numbers because I suffer from dyscalculia, which is why I always keep the appropriate coordinates at hand. Okay. Hier geht nix. Hier geht gar nichts.
War das? Da war 40, glaube ich, ne? Kann sein? Kann sein, ja? Ich glaube, ich hab's richtig gemacht. Okay. Und jetzt... Mixter. Oh! Damn it. If something goes to shit, it's on the way. It's probably the blown fuses again. Hold up. I must have had a flashlight somewhere. Okay. Hier ist ein toter Körper. Den untersuchen wir gerade. Und plötzlich fällt der Strom aus. Während einer Autopsie. Ein ungünstiger Zeitpunkt. Oh ja. Aber ich meine auf jeden Fall... I was hoping to clock out early today. Ich meine auf jeden Fall... Oh! What was that? Where did it go? What was? Was war das? Okay. Was ich sagen wollte, ich meine, irgendwo auf jeden Fall so ein Ding gesehen zu haben. Oh Gott. Oh Gott, ich hab Angst. Yeah, it's definitely the fuses. Right goes first, left next. Voila. What? Where's that unbearable noise coming from? That's strange. I'm pretty sure I closed the window. Okay, das ist verdammt gruselig. Holy hell! The homeless probably misses me already. Also irgendwo ist ein Radio angegangen. Where were we? Oh yeah, the blood alcohol concentration. Ah, ja. Alright, let's see what we've got here. Well, everything is telling us that the BAC, blood alcohol concentration, is high. Hence the smell we're getting from the deceased. Still, to be 100% sure, I have to send the samples to the lab. Unfortunately, I don't have the equipment to conduct a detailed analysis here. Okay. Also, ich muss sagen... Was? Was muss ich jetzt machen? Also, ich hab mir das ja angeguckt, ne? Okay. Now let's take a closer look at the stomach. Achso. Okay. Lecker. Ah. So. As expected, the stomach has no major external damage. In this case, further inspection is no use. We must cut him open. Okay. Oh, will ich das? Hallo? Irgendwie geht das nicht so, wie ich es will.
geht doch. Boah. Es ist schwierig, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich bin ein sehr, sehr schlechter, ja. Oder eher gesagt, die schlechte Person für sowas. Also, Autopsy und ich erleben sie nochmal ihren zweiten Tod. Oh Gott. Okay. That's interesting. In addition to a large amount of gas and liquid, the stomach also contains small amounts of yellow, grayish food content resembling some kind of meat. Either our deceased hadn't eaten in days, or some of the bulk of his stomach had found a way out. No, it couldn't have been suffocation, could it? Now we need to focus on the cardiovascular system, especially the heart. We take the organ and look it up and down, carefully. Okay. Dann machen wir das. Ja, let's go. So, so. So. Willst du das denn haben? Also man muss sagen, ich persönlich finde das Spiel bis jetzt schon echt krass. At Aber first man... glance, the heart looks fine. Alles klar, Bro, ich wollte nur reden. The pulmonary trunk and aorta seem to be in good condition. There are no pathological changes that have contributed to our Toby's death. Well, once we've got the body ticked off, we can move on to the head. Okay. Warte, müssen wir hier rumgehen? Geht das dann besser? Oder nicht? Okay, Anyway, we will start dissecting the brain from the occipital lobe. In this way, the brain's dura mater is slowly revealing itself. oh, was mache ich da? Oh. Okay. Oh Gott. Oh, was? So. After the basic examination, we can see that the cerebral gyri in both brain hemispheres are symmetric and the bumps between them are clear. Okay. So far, so good. Holding a knife with a long, narrow blade in your dominant hand, cut the cranial nerves on both sides, pulling the brain towards you. Oh. Ja. Ich möchte aber gerne dahin. Darf ich nicht? Okay, und nochmal. Hallo? Oh, ich bin... Okay, und wieder zurück. Remember,
Just one small fragment examined under the magnifying glass is enough to dispel or confirm our doubts. We then take the fragment of the brain to the tray and, literally and figuratively, go over it with a fine-tooth comb. Okay. Just as I initially suspected, we can rule the fatal accident out as well. Mhm. Gott. Warum ist das so ekelhaft? Same as we did with the stomach. External inspection didn't tell. While cutting a small organ, such as the trachea, we must perform a precise incision. To be able to cut with a very typical blade, we must hold the knife as if it was a stylus. Ladies and gentlemen, I think we've got it. Based on the report and preliminary documentation, it is safe to assume that the deceased passed out after consumption of alcohol and then fell asleep on his back. Then the gastric contents refluxed and flooded the airways, causing death. That's why we don't forget about the recovery position at dorm parties. And now it's all clear. The death was caused by suffocation. Okay, krass. Also bis jetzt haben wir uns echt verdammt gut geschlagen. Das heißt, der Fall ist erledigt? Ah ne, kann man das nochmal neu machen? Warte, ich mache jetzt mal so eine richtige Schrift, die immer so Mediziner haben. So. It went quite smoothly today. I'm about to get off. Okay, und jetzt? Ach so, klar, Entschuldigung. So, dann zu. Jetzt guck mal, sieht aus wie neu. In order to bring the chest of our deceased back to its initial state, at least to a small extent, we must take the needle in our hand. Okay. We sewed the deceased using the baseball stitch technique. This stitching method is very strong and quick to do. Okay. Telefon? I should probably get to that. I'm coming. Ich habe das Gefühl, uns erwartet eine ganz böse Überraschung. This is Dr. Jack Hanman. Please leave a message. Good evening. How are you? How are you? How are you? What the f is that supposed to be? I'll finish the stitching and I'm getting the fuck out of here. Wieso habe ich das Gefühl, er wird nicht mehr da sein? Ich habe das Gefühl, er wird nicht mehr da sein. What? What the fuck? Oh mein Gott. Okay. Sehr, sehr geil. Oh. Meine Lieben, das war der Autopsy Simulator. Also eine sehr, sehr grandiose Demo. Denn, wie ich schon anfangs gesagt habe, das Spiel wird, glaube ich, was ganz Großes. Denn sowas gibt's einfach noch nicht. Und ich glaube, es wird mehr als nur gruselig. Wie gesagt, es ist eine Demo. Da gibt's auch viele Sachen, die haben mir nicht gepasst. Die waren noch so ein bisschen buggy. So, ne, wie zum Beispiel bei dem Aufschneiden oder, weiß ich nicht. Das waren einfach so Kleinigkeiten. Ne? Zum Beispiel auch, als wir da die Fotos machen sollen. Das hat anfangs gar nicht funktioniert. Und dann musste ich ein bisschen hin und her laufen tatsächlich. Und dann hat es erst funktioniert. Das wird natürlich alles noch behoben. Aber ich find's bis jetzt ganz cool. Denn, wie ich schon sagte, sowas gibt's noch gar nicht. So, und ich finde das Konzept des Spiels einfach ziemlich, ziemlich cool, dass man so einen Job simuliert. So einen Job, der halt wirklich schon ziemlich creepy ist. Ne? Ich meine, ihr schneidet Menschen auf und das erinnert mich sehr an den Film, den es mal auf Netflix gab, Autopsy. Den habe ich auch sehr, sehr gerne geguckt und der hat mich genau daran erinnert.
Und deswegen finde ich, dass dieses Spiel einfach wirklich unnormal gut wird. Die Demo war schon perfekt. Jetzt bin ich gespannt, wie das offizielle Spiel wird. Wann es rauskommt, weiß ich noch nicht. Das steht hier auch noch nicht so ganz. Aber es wird gleich zur Steam-Wishlist hinzugefügt. Das heißt, wartet schon mal darauf, dieses Spiel bald auf diesem Kanal zu sehen. In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video schaut. Haut rein, macht was raus und wir sehen uns demnächst zu einem neuen Video. Tschüss.